Flussblick, Glückssache. Wieso, zeige ich euch jetzt. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, im April waren die Ulla und ich auf diesen schönen Wohnmobilstellplatz Remagen. Nach der langen Winterpause konnte man hier schon schön die ersten Sonnenstrahlen genießen. Wir waren hier 2 Nächte und wenn ihr wissen wollt, wie das hier so ist in Remagen oder auf dem Wohnmobilplatz, weil so wie alle Plätze hat er so seine Eigenheiten und damit ihr euch erholt hier entspannen könnt, ja, nimmt hier meine Tipps mit. Ich sag euch alles an, was ihr denken könnt, sollt und wollt. Nebenan den Campingplatz stelle ich übrigens auch vor. Alles nach dem Intro. Ach übrigens, beides heißt hier Goldene Meile. Die Schiffchen, die sieht man hier hin und her fahren. Und ich würde euch ganz gerne den Platz nochmal vorstellen hier. Nochmal, weil ja, den haben schon einige hier bei YouTube vorgestellt. Da seht ihr, viele fahren schon. Und da hatten wir heute Morgen Schwein. Hört mal das Vögelchen hier. Finde ich ja super sowas. Ne? Wir hatten Schwein und konnten uns dann hier hinsetzen. Haben uns schnell auf die Keile gesetzt heute Morgen. Wir haben 9 Uhr. Haben an dem Ticketautomaten, den zeige ich euch noch alles, bezahlt. Kriegst du so eine Karte, sollst du an die Windschutzscheibe hängen oder wir hängen den immer hier so an die Seite. Und dann kannst du hier 24 Stunden stehen für 15 Euro. Da sage ich schon direkt, und das werdet ihr noch öfter hören, wenn ihr euch für den Platz interessiert, ihr müsst die 15 Euro in Euro oder 2 Euro Stücke schon mal parat im Wohnmobil liegen haben. Das wussten wir jetzt, dank den anderen, die uns davor gewarnt haben. Dankeschön dafür. Ja, und dann ging das eigentlich alles bis jetzt schon ziemlich unkompliziert. Wetter ist jetzt hier nicht so berauschend. Das wurde allerdings nach wenigen Stunden besser und schaut mal, was noch besser geworden ist. Ich muss noch mal schnell die Kamera machen. Also wir haben jetzt mittlerweile schon 12:30 Uhr, haben lange gefrühstückt, aber sind noch mal von dem Platz hier weggefahren und schaut mal, gestern Abend gekommen und was haben wir? Den ersten Platz. Wir haben unsere Solarzelle aufgestellt und die bringt jetzt ein bisschen Watt und wir haben nicht eingesteckt in unseren Tourer. Ich habe eine 200 Ampere Lithium-Batterie verbaut. Wir haben den EcoFlow Delta 2 und dazwischen einen Alternator Changer. Das Ding ist die Sau. Ich kann jetzt alles Bluetooth steuern, hin und her. Die Solarzelle macht voll und wir sind nicht eingesteckt und ich habe rund 3 kW. Weil ich nicht mehr vorhabe, Solar oben drauf zu machen, wie bei unseren alten Hümer. Das hat diverse Gründe. Wir finden das auch so viel praktischer und vom Gewicht her schleppst du da auch nicht mehr so viel rum. Blöd ist, dass man dann immer die Solarzelle aufbauen muss, klar. Aber egal, Wetter ist jetzt nicht so toll. Morgen soll es schöner werden und ich gehe jetzt vorne zu dem Campingplatz ganz rum. Schau mir das mal an mit der Rezeption. Aber zunächst mal steigen wir hoch in die Lüfte, damit ihr euch hier mal einen Überblick verschaffen könnt, wie das hier aussieht. Ein weiter Blick auf das geschichtsträchtige Remagen. Und ich rahme mal den Platz für euch ein und jetzt seht ihr auch, warum da auch so wenige Plätze sind, die zum Wasser hin sind. Da hatten die Ulla und ich richtig Glück. Ihr steht direkt neben den Brückenköpfen der alten Ludendorff-Brücke, die maßgeblich den Ausgang des Zweiten Weltkrieges 1945 mitgeprägt hat. Aber jetzt zur Rezeption. Ja, hi Leute, hier geht alles bis 13 Uhr. Schaut mal, hier ist der Müll. Bis 13 Uhr, ab 15 Uhr geht es wieder los. Also bis 13, bis 15 Uhr ist hier eine schöne Mittagspause. Ich habe jetzt noch 7 Minuten früher geschafft, da in die Rezeption reinzugehen. Hier ist der Campingplatz. Da ist eine schöne Rutsche, ist alles noch zu. Hier könnt ihr natürlich auch stehen, so wie der checkt gerade ein. Wird wahrscheinlich auch noch Schwein haben. Da drüben ist das Wasser und wir von unserem Platz, und ich habe jetzt gerade für eine Nacht noch gebucht, eigentlich wollten wir 2 bleiben, wissen aber noch nicht, ob es geht. Ja, es ging. Wir sind 2 Nächte geblieben. Wenn die Saison jetzt anfängt, ist das ziemlich schnuckelig hier, weil da ist auch ein Kiosk, kann man sich ein Eis holen. Der Fußweg, der geht.
Ich muss wohl dazu sagen, ich würde jetzt das nächste Mal, das lohnt sich, das Fahrrad hinten aus der Garage zu holen. Ja, und jetzt gehe ich mit euch, nee, ich gehe alleine, weil ich schalte jetzt wieder ab, aber ich gehe jetzt mal bis hinten zum Wasser, um zu gucken, wie hier so der Platz ist. Und wenn hier was Interessantes wäre, im Wesentlichen seht ihr ja alles hier, ein stinknormaler Campingplatz. Und da könnt ihr da mit dem Wohnmobil stehen. Ich möchte aber wissen, wie die Plätze hinten am Wasser sind. Ne? Kann sein, ich da nochmal die Kamera anmache. Gesagt, getan. Ja, und da bin ich schon wieder. Ich habe mir jetzt hier ein Plätzchen gesucht. Bin so ein Viertel oder ein Drittel den Platz abgelaufen. Ich kann euch einblenden hier irgendwo, wie viele Stellplätze der Campingplatz hat. Ich muss dabei sagen, ich mache das Video jetzt nicht für den Campingplatz. Aber nebenbei, wenn man dann später vielleicht mal Lust hat, kann man ja dann immer noch mal hier hin. Und zumal kann man hier die Duschen mit nutzen. Und man kann da ins Restaurant und so. Ne? Klar. Also ich habe jetzt Stellen für mich gesehen, da würde ich stehen. Und manche Stellen eben halt nicht. Hier läuft der Zaun. Man kann nicht direkt zum Wasser, sondern ich denke mal, wenn man gebucht hat, das ist stark anzunehmen, weil da kann man mit einer Scheckkarte dran. Hier sind überall solche Tore. Ja, und dann kannst du auch zum Wasser unten runter. Und jetzt gucke ich hier wie so ein Ab durch den Zaun. Hinter mir seht ihr irgendwo das Dach da vom Restaurant. Da würde ich jetzt noch mal vorbeischleichen und auch mal die Kamera drauf halten. Und da bin ich schon wieder. Wenige Meter, jetzt wenige Schritte waren das. Da saß ich gerade. Seht ihr, da geht gerade einer durch den Zaun. Der hat eine Karte. Hier das Restaurant. Wollte ich euch zeigen. Goldene Meile. Wir halten mal auf die Preise. Was würdet ihr denn sagen? Pizza 10,90 €. Das geht. Oder nicht, wir wissen eh noch nicht, was wir heute machen. Wie gesagt, wir haben Samstag. Und jetzt müsste ich mal schauen, ob die aufwärmen. Dann wissen wir schon, dass wir heute Abend eventuell essen gehen. Gucken, wie die Lust hat. Nö, die Ulla hatte keine Lust, die hat lieber gekocht. Und die kann verdammt gut kochen. Ja, das seht ihr ja an meinen Ausmaßen. Schöner Parkplatz, kann man auch mit Auto hin. Ja, und hier stehen sie alle. Schaut mal, richtig tief da rein. Ne? Sind schon ein paar hundert Meter. Und locker, der Dreifache geht nochmal in die andere Richtung. Ne? Ja, so jetzt aber zum eigentlichen Platz. Ich halte mich hier zu lange auf. Ich habe euch das alles so genau gezeigt, weil ihr werdet ja hier über den Platz auch letztendlich versorgt. Wenn ihr irgendwas braucht, findet ihr es hier. Schön so Wasserspiele, nicht wahr? Und das Vögelchen in dem Hintergrund, das finde ich immer fantastisch. Warte mal, bevor ich jetzt ausschalte, ich möchte euch noch was sagen. Da ist nämlich die Hauptstraße. Und als wir von links gestern kamen, im Dunkeln, steht da oben schon Campingplatz. Also ihr könnt auch von hier aus lang fahren und fahrt dann hier rein Richtung Wohnmobilstellplatz. Der ist quasi da in der Mitte. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erfasst, aber da drüben kommt ja jetzt gerade ein Fahrzeug. Und das fährt gleich in den Wohnmobilstellplatz mit starker Wahrscheinlichkeit rein. Aber was ich damit sagen will, hier könnt ihr drüber düsen. Wird zwar ein bisschen eng, wenn euch da einer entgegenkommt. Wahrscheinlich müsst ihr da nochmal zurücksetzen, was doof ist. Aber ihr kommt bis da. So, ich gehe jetzt wieder ab nach Ulla. Bis gleich. Ja, bei Ulla, da war Sommer angesagt. Schaut euch mal das schöne Wetter an. Und Ulla war am Chillen. Ja, wir lassen die Ulla jetzt mal hier in Ruhe. Und ich zeige euch mal die Abwasserstation und den Rest, alles was die hier so braucht. Und da bin ich schon wieder. Und zwar stehe ich jetzt auf der anderen Seite von diesem Gang. Warte mal, ich muss an euch rumfummeln, da habt ihr nicht. Ja, okay. So, da haben wir diese Nacht übernachtet. Da war alles voll um 21 Uhr, als wir kamen. Hier ist der Geldautomat. Wir haben hier toll übernachtet übrigens. Und ich wollte noch was sagen. Seht ihr, da ist die Uhr zu sehen. Da sind Rasengittersteine. Diese beiden Reihen haben die.
und der Rest ist alles normaler Rasen. Das sage ich, ihr kennt das mit dem Festfahren, nicht wahr? Abwasserstation. Da ist das Terminal, da gehen wir gleich hin, um zu bezahlen. Hier, herzlich willkommen. In Deutsch und in Englisch. Chemietoilette. Tja, das kennt ihr, das Loch. 1 Euro, Frischwasser. Und ich weiß nicht wie viel, aber 90 Liter. hier weiß ich genau, 24 Stunden, 15 Euro. Das steht dann sehr gut hier nochmal beschrieben. Münzen rein, wie gesagt, alles klar. So, und jetzt gehen wir hier einmal rum. Ich zeige es euch ein bisschen besser. Also hier einmal rum, links, da ist ein Zaun. Und hinter diese Gebäudereihe ist die Straße, wovon ihr kommt. Und ihr kommt von da. Zumindest wir sind von da gekommen. Hatten wir ja gerade, und von der anderen Seite könnt ihr auch kommen, von der Hauptstraße aus gesehen. Also beide Straßen sind richtig. Und wo Lidl ist, und Lidl ist hier, ich meine da rechts. Was auf jeden Fall da drüben ist ist die Brücke. Da. Brücke von Rema. Nur wenige Minuten zu Fuß bis da. Wir finden es sehr schön hier. Ich muss wohl sagen, war schon komisch. Ich habe das so noch nie gesehen, wenn man von Donnerstag auf Freitag auf den Platz kommt und dann so spät abends, dass so viele Wohnmobile da stehen, mitten in der Woche. Aber wir haben ja noch einen Platz gekriegt, ne? Und hier wäre ja auch noch überall Platz gewesen. Also hier kann man gut ausweichen. Wir haben es uns hier noch gut gehen lassen. Auch die kleine Mia fand es hier schön. Der Platz ist sehr schön ruhig. Also unser Fazit ist, wir würden hier jederzeit nochmal hinkommen. Schiffchen gucken mögen wir ja sowieso. Und wenn man auch nicht unbedingt jetzt einen Platz am Wasser kriegt, weil die Plätze sind nun mal rar und man kann ja nicht immer so Glück haben, wie wir jetzt hier hatten, ist es doch der Platz absolut wert. 15 Euro ist doch heutzutage kein Geld. Also natürlich ist es Geld, kostet natürlich was, aber viele Plätze sind wesentlich teurer. Ja, ganz schlecht auszuhalten hier. Man kann hier viel unternehmen, du kannst hier schön spazieren gehen, du kannst hier mit dem Fahrrad fahren, Läden sind in der Nähe. Ja, und ich hoffe jetzt, dass ich euch alles so weit gezeigt habe. Für Ola und für mich war das hier auf jeden Fall ein super Einstieg in die Saison mit unserem neuen Wohnmobil. Ich habe übrigens unter anderem hier auf dem Platz einen Scheibenbanner montiert. Habt ihr jetzt bezüglich ein Video gemacht? Schaut es euch gerne an. Ich zeige es euch in einem Abspann, braucht ihr nur drauf zu klicken. Kann ja sein, dass euch das interessiert. Wir hatten eins bestellt mit eigenem Motiv und freuen uns jetzt schon auf den Sommerurlaub, der da so kommt. Wir fahren übrigens nach Kroatien. Auf die Insel Pag. Da kommen natürlich dann auch Videos. Hier ein Blick auf den letzten Abend. Es war wunderschön hier und dann gingen wir dann nach Hause. Morgen, wir haben den 12.04. Wir stehen schon in der Startschneise für die Entwässerung. Die Ulla will nicht drauf. Die sagt, die sieht schrecklich aus. Deswegen zeige ich euch den Hund. Ah, die will auch nicht. Ich verstehe. Keine Ahnung, was die alle haben. Dabei war der Urlaub nämlich ganz gut. Ne? Okay, aber wir düsen jetzt auf jeden Fall weg. Und wie spät haben wir, Ole? Wir haben 10:40 Uhr. Jetzt habe ich dir wenigstens noch mal die Stimme entlockt. Ihr wisst ja, wie sie aussieht. Okay. Ja, tschüss. Das war's mit diesem Video und wir hatten ein schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. Ach, das macht sie aber noch. Wenn ihr mit uns reisen wollt, es lohnt sich mal bei uns auf den Kanal zu schauen. Neben schönen Urlaubvideos habe ich da auch Playlisten eingegeben. Ja, schaut einfach mal vorbei. Ihr findet kostenlose Stellplätze, ihr findet normale Stellplätze. Wir waren auf Sardinien und Korsika. Und handwerklichen Kram könnt ihr da auch schauen. Leider ist das Video mal wieder zu Ende. Aber wenn ihr weiterhin mit uns reisen wollt und ihr sagt, okay, das gefällt uns, dann lasst doch bitte ein Like da
Oder ihr könnt hier rechts, wo der kleine gelbe Vogel leuchtet, uns abonnieren. Macht's gut, Freunde. Wir sehen uns.